Also ich finde es richtig schön, dass es einfach so, gibt so eine riesige, schöne Gemeinschaft und jeder hat jeden gern. Ich finde es super krass, irgendwie hier zu sein, weil einerseits passieren hier viele Sachen, die ich wirklich utopisch finde, so wie sich Menschen manchmal begegnen, einfach nur angucken und irgendwie, wenn man an Menschen vorbeiläuft, ist es nicht dieses automatische Abstand halten, sondern eher andersrum, eigentlich fühlt man ganz oft die Bereitschaft, eigentlich miteinander zu tun haben zu wollen. Hier beim Mythiotopia möchten wir versuchen zu feiern dieses Experiment der gelebten Utopie. Utopie im Grunde als Motor der Veränderung. Und vor allem als ein Freiraum, in dem Bedenken wie, das kann ich mir nicht vorstellen oder das hat noch nie funktioniert, keinen Platz finden. Ein Zusammenkommen von Bewegungen, die eigentlich alle in die gleiche Richtung gehen wollen. Ich erhoffe vor allem, dass wir halt eine größere Bewegung werden, die sich nicht in einzelnen kleinen Teilkämpfen zersplittet und von den anderen denkt, dass die irgendwie komische Sachen machen würden, sondern dass es mehr eine gesamtgesellschaftliche Bewegung gibt. Diese Idee allgemein und synergieren und voneinander lernen, kritisch miteinander sein, sich verknüpfen und teilen. Ich bin mit der Hoffnung oder mit der Intention auch gekommen, Inspiration für die kommenden Monate zu finden. Kaufen wir zuerst irgendwie eine Lernerfahrung für mich, dass ich neue Dinge darüber lerne, wie irgendwie Zusammenleben gut funktioniert und irgendwie dazu beitragen kann, was mein Rolle drin sein kann. Wenn ich eigentlich gewohnt bin, eher kopflastige Workshops zu besuchen, kann ich mich hier entscheiden, eher dem intuitiven Raum zu geben und von Feuerstelle zu Musik, zu Körperworkshop, zum Schnipkeln zu laufen. Oder einfach nur in der Sonne zu sitzen und es kommt jemand auf mich zu und fragt mich zum Beispiel, ob ich angemalt bin, wie es gerade passiert ist, als ich auf der Wiese war. Die Idee vom Care-Café ist, dass in der Care-Zeit Leute sind, die sich vielleicht umeinander kümmern wollen oder auch die Kapazität zum Beispiel haben, sich um die Bedürfnisse unseres Kollektivs oder unserer Gemeinschaft zu kümmern. Ich hatte halt spannende Fälle, weil ich ja als Praktikantin hier bei den selbstorganisierten Sandys bin. Wir verstehen uns als Teil des Moves. Wir möchten hier auch auf eine Art teilnehmen und möchten es einfach frei geben und bedingungslos geben. Es geht nicht nur immer mit Institutionen, wir brauchen nicht immer Krankenhäuser, also natürlich brauchen wir die, aber wir brauchen das halt nicht nur, sondern wir können uns auch selbst helfen. Hier sind wir im Infoschiff vom Kidspace und hier kann man sich hier können die Eltern herkommen und ihre Kinder anmelden und sagen, hey, wir möchten jetzt gerne mal ein paar Workshops besuchen. Wir haben hier einen Awareness-Bereich eingerichtet, um allen Leuten, die irgendwie schwierige Erfahrungen auf dem Move machen, Diskriminierung erfahren oder denen es sonst nicht gut geben, die Möglichkeit zu geben, AnsprechpartnerInnen zu haben, die sie unterstützen. Die Leute tauschen sich ja aus, erzählen so, was sie machen, was ihre Projekte sind, Ideen. Aber es ist schwierig, alles wahrzunehmen. Es ist wirklich bewusst zu werden, was sind die Bedürfnisse der anderen, was habe ich für Bedürfnisse und die dann auch zu kommunizieren. Und dann haben wir uns gedacht, okay, dann machen wir eine Plattform auf dafür, die sowas wie ein Spielplatz ist, aber auch ein Erfahrungsraum. Das Hauptmotiv ist Vernetzung und das auf Basis des Teilens. Wir glauben, dass es ein fundamentaler Unterschied ist, wie man Beziehung gestaltet, ob man in eine Tauschlogik geht, in ein Hilfst du mir, dann helfe ich dir, ja, in eine Gegenseitigkeit oder eben in das Teilen, wo man zeigt, dass man den anderen achtet, seine Bedürfnisse wahrnimmt und auch derer bewusst ist und da eben eine Beziehung eingeht, die Gemeinschaft fördert, die ein Wir fördert.
Eine auf Tauschlogik beruhende Gesellschaft lässt uns keine Chance, wirklich einfach damit tätig zu werden, womit wir uns in dieser Welt verwirklichen wollen oder einfach das zu machen, was wir gerade finden, dass es ansteht, dass wir es gerne hätten, weil wir immer wieder gezwungen sind, unsere ganzen Fähigkeiten auf jene zu reduzieren, die gerade vom Markt gebraucht werden. Das mit dem Tauschlogikfreien. Also ich habe mich zum Beispiel, ertappe ich mich manchmal in der Essensausgabe, wenn ich so in der Schlange stehe, dass ich so automatisch meine Tasche greife, um meinen Geldbeutel zu suchen und merke, dass ich ihn gar nicht brauche. So. Also ich habe jetzt so ein bisschen im Care-Café mitgearbeitet. Also es ist jetzt so ein bisschen die andere Seite, dass man auch ein bisschen einbringen und Sachen geben oder Zeit geben. Diesen geldfreien Charakter fand ich sehr interessant, einfach, dass man bei der Größe, die das doch irgendwie hat, Essen und Co. irgendwie auf Spendenebene, aber auch nicht so wirklich, sondern also auch nicht mit, hier steht ein Spendentopf, sondern irgendwie gibt vorher was oder gibt nachher. Einfach so von sich. Ich finde es auch schön, dass es einfach so ohne Zwang einfach ist. Also, dass man einfach da hingehen kann, wo man will und helfen kann, wo man helfen möchte. Ganz zentral, denke ich schon, ist, wie wir Wirtschaft organisieren. So. Und ich denke, das meiste würde sich in der Welt zum Positiven verändern, wenn wir Ausbeutung abschaffen würden und irgendwie ein Wirtschaftssystem etablieren würden, was mehr Gleichberechtigung, mehr Gleichheit und irgendwie keine Unterdrückung mehr fördert. Genau, und dann sehe ich gleichzeitig, dass es halt auch nicht nur irgendwie an einem Systemwandel liegt, sondern dass es auch persönliche Dinge gibt in Menschen, die sich verändern müssen und dass wir auch also Sachen wie Rassismus auch nicht nur dadurch verursacht sind, welches Wirtschaftssystem wir haben, sondern auch, wie wir miteinander umgehen und was wir für Bilder von anderen Menschen im Kopf haben und so. Es geht nicht darum, irgendwie Schönheitsreparaturen zu machen und irgendwie den Dachstuhl ein bisschen zu reparieren, obwohl das Fundament morsch ist. Es geht radikal andere Wege zu gehen. Das Wirtschaftssystem ist am Ende. Und das Großartige ist immer und immer, wenn Menschen merken das und möchten andere Wege gehen. Intrinsischer Motivation folgt zu sagen, was ist mein Potenzial, was ist mein Talent, meine Berufung, wie auch immer wir das hinlegen, um dann gemeinsam mit mich zu teilen, mich einzubringen, als Individuum im Kollektiv. Also ich glaube, dass der Anspruch besteht, ein gutes Leben für alle auf dem ganzen Planeten möglich zu machen. Und das ist einfach so ein cooles Ziel. Und irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass da was entsteht. Und das ist, ja, keine Ahnung, ob man das eine Bewegung nennen will oder so. Aber da tut sich was. Eduardo Galeano schrieb damals Utopie. Die Utopie, die steht am Horizont. Ich bewege mich 2 Schritte auf sie zu und sie entfernt sich um 2 Schritte. Ich gehe weitere 10 Schritte auf sie zu und sie entfernt sich wieder um 10 Schritte. So viele Schritte ich mich auf sie zubewege, sie entfernt sich immer um die gleiche Anzahl an Schritten. Wofür ist sie also da, die Utopie? Dafür ist sie da, um zu gehen.